54 Grad, 11 Minuten Nord und 7 Grad, 53 Minuten Ost. Jedes Kind weiß, dass das die Position der einzigen deutschen Hochseeinsel Helgoland ist. Wir sind gestern Abend kurz nach 8 Uhr abends eingelaufen und haben heute den ganzen Tag an Land. Und ich habe die Insel heute mal ein bisschen erkundet und kann euch ein paar Sachen darüber zeigen. Ja, hinter mir sieht man also Helgoland International Airport auf der anderen Inselhälfte der Düne. Die Düne war bis 1721, bis zur Neujahrsflut, durch den Naturdamm mit dem anderen Teil von Helgoland verbunden, ist seitdem aber getrennt. Man kann trotzdem noch mit dem Bootchen rüberfahren und, wie wir es eben gesehen haben, man kann auch mit dem Flugzeug dort starten und landen. Kurz vor Kriegsende teilte Helgoland das Schicksal vieler deutscher Großstädte und wurde am 18. April 1945 nochmal schwer bombardiert. Über 200 Menschen kamen dabei ums Leben, auch einige Zivilisten. Die Insel war ab da nicht mehr bewohnbar und die Bevölkerung Helgolands wurde auf das Festland evakuiert. Diese Tallboy-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg wurde am 19. April 1945 auf Helgoland abgeworfen. Das ist eine von diesen berüchtigten 5-Tonnen-Bomben. Über 6 Meter hoch und über 1 Meter im Durchmesser. Und das ist der Trichter, einer dieser 5-Tonnen-Bomben. Helgoland wurde noch 3 Jahre nach dem Krieg für Zielabwürfe der britischen Bomber genutzt. Deswegen sieht ein großer Teil des Helgoländer Oberlands aus wie eine Kraterlandschaft. Die Hügellandschaft hier hinter mir auf Helgoland ist natürlich nicht natürlich. Die höchste Erhebung ist über 60 Meter und ist damit im gesamten Landkreis Pinneberg, also auch im Festland, die höchste Erhebung. Sie ist allerdings nicht natürlich entstanden, sondern dahinter steckt eine sehr traurige Geschichte, die Helgoland fast in Garaus gemacht hätte. Die Insel Helgoland hat ein Unterland und ein Oberland. Und seit 1947 hat die Insel auch ein kleineres Mittelland, das durch die Sprengung nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden ist. 2 Jahre nach Kriegsende, am 18. April 1947, also auf den Tag genau 2 Jahre nach der Bombardierung Helgolands, sollen alle militärischen Einrichtungen der Insel dem Erdboden gleichgemacht werden mit dem sogenannten Big Bang, der größten konventionellen Sprengstoffexplosion, die es bis dahin gegeben hat. Es wird aber nur ein Teil, nämlich der südliche Teil der Insel, dadurch vernichtet. Die Trümmer fliegen hier überall auch auf das Helgoländer Oberland und sind immer noch bis zum heutigen Tage zu sehen. 6700 Tonnen Sprengstoff werden in den Stollen und in den Kasematten hier unterhalb von Helgoland deponiert und mit dem 13 Uhr Zeitzeichen der BBC von einem Zerstörer draußen auf See gesprengt. Der Felssockel der Insel wurde bis in große Tiefe erschüttert, aber die Insel hat standgehalten und wurde nicht vernichtet, wie es damals geplant war, sondern kann heute wieder bewohnt und besucht werden. Ja, jetzt nach 17 Uhr sind die Touristen weg und auf der Insel kehrt wieder Ruhe ein. Nur die Küstenwache macht hier offenbar zu Ausbildungszwecken noch ein bisschen Schlauchbootballett. Seit dem 19. Jahrhundert ist Helgoland auch ein beliebter Badeort. Die Wassertemperaturen sind allerdings nie höher als 17 Grad, deswegen muss man hier immer besonders lange Badehosen anziehen. Ja, für die Insel Helgoland gilt eine Sonderregelung.
Die Gemeinde ist nämlich zwar Teil des deutschen Wirtschaftsgebietes, zählt aber nicht zum Zollgebiet der Europäischen Union und es werden hier auch keine deutschen Verbrauchssteuern erhoben. Das bedeutet im Wesentlichen, der Schnaps ist billig. Helgoland wird ja immer die einzige deutsche Hochseeinsel genannt, doch in Wahrheit hat Deutschland überhaupt keine Hochseeinsel. Denn auch Helgoland liegt auf dem Schelf, auf dem Festlandsockel, zusammen mit der Deutschen Bucht. Und außerdem überschneidet sich die seit 1995 gültige 12-Meilen-Zone. Das heißt, es gibt kein internationales Gewässer, das Helgoland tatsächlich vom Festland trennt. Ja, das ist jetzt der Helgoländer Buntsandstein, der sich ziemlich schnell auflöst, ungefähr 20 cm in 100 Jahren. Das bedeutet, Stück für Stück wird Helgoland immer weiter von Wind und Wellen zersetzt und dieser Prozess ist unaufhaltsam. Man hat sich aber mittlerweile abgefunden, dass das einfach so sein wird. Naturstark oder die Lange Anna, wie der 47 Meter hohe Brandungspfeiler im Volksmund heißt. Warum er so heißt, ist nicht ganz klar. Vielleicht wegen einer schönen, langbeinigen Bedienung, die hier mal in einem Ausflugslokal gearbeitet hat. Auf jeden Fall ist der das Zuhause von ganz vielen Möwen, sage ich mal. Sie haben wahrscheinlich einen viel raffinierteren Namen, aber für mich sind es Möwen. Und insgesamt sind es ziemlich viele, weshalb es hier auch riecht wie in einer Zoohandlung.